Stellt euch unsere Erde vor, aber nicht wie wir sie kennen. Eine fremde, weiße Kugel, die vollständig von kilometerdickem Eis bedeckt ist. Ein Planet im eisigen Griff, auf dem eine feindselige Stille herrscht. Klingt wie Science Fiction. Doch genau das geschah vor etwa 700 Millionen Jahren. Der Auslöser war kein Asteroid, sondern eine Kraft aus dem Innern des Planeten. Ein vulkanischer Kataklysmus von solch unvorstellbarer Größe, dass er die Dimensionen bekannter Supervulkane sprengte. Doch dies ist mehr als nur die Geschichte einer Klimakatastrophe. Es ist die Geschichte einer biologischen Auslöschung, die stattfand, lange bevor die berühmten Big Five-Massenaussterben die Dinosaurier trafen oder andere bekannte Lebensformen. Ein fast vergessenes Ereignis, das das erste junge, komplexe Leben an den Rand der totalen Vernichtung brachte. Nur, um aus der Asche und dem Eis eine völlig neue Welt zu schaffen. Begleitet uns auf eine Reise zum Ursprung globaler Krisen, zu den Geheimnissen der Franklin-großen magmatischen Provinz und der legendären Schneeballerde. Unsere Geschichte beginnt vor 719 Millionen Jahren in einer fremden Welt. Der Superkontinent Rodinia, der einst fast alle Landmassen der Erde vereinte, befand sich in den letzten Zügen seines Zerfalls. Im Herzen dieses tektonischen Dramas, in einer Region, die heute die kanadische Arktis bildet, aber damals in den warmen Breiten des Äquators lag, begann ein Ereignis von planetarem Ausmaß. Dies war keine gewöhnliche Vulkankette, sondern eine große magmatische Provinz oder kurz LIP. Solche Provinzen sind außergewöhnliche Pulse magmatischer Aktivität, bei denen in geologisch kürzester Zeit gewaltige Magmamengen freigesetzt werden, oft verbunden mit dem Auseinanderbrechen von Kontinenten und tiefgreifenden Klimaveränderungen. Die Franklin Lip war ein solcher Gigant. Ihr geschätztes Ausmaß stellt sie in eine Reihe mit oder sogar über die berühmten sibirischen Traps, die mit dem größten Massenaussterben am Ende des Perms in Verbindung gebracht werden. Angetrieben wurde dieses Ereignis sehr wahrscheinlich von einem Mantelplum, einer gigantischen Blase aus überhitztem Gestein, die aus dem tiefen Erdmantel aufstieg. Als dieser Plum auf die Unterseite der Erdkruste traf, erzeugte er ein gewaltiges Spannungsfeld. Das Ergebnis war der Franklin-Dike-Schwarm, ein gigantisches Netzwerk aus vertikalen Magmagängen, das sich über 1200 Kilometer erstreckte. Diese Gänge sind in einem radialen Muster angeordnet, wie die Speichen eines Rades, was als klassisches geologisches Muster für einen Mantelplum gilt. Wo das Magma nicht senkrecht aufsteigen konnte, drang es seitlich in ältere Gesteinsschichten ein und bildete hunderte Meter dicke horizontale Lagergänge, die sogenannten Coronation Sills. An der Oberfläche führte dieses gewaltige Leitungssystem zu den Natkusiak-Flutbasalten. Stellt euch vor, wie sich immer wieder Spalten im Boden öffneten und unaufhaltsame Ströme aus flüssigem Basalt über das Land ergossen. Keine explosiven Kegel, sondern riesige Vorhänge aus Feuer, die eine schwarze, leblose Landschaft schufen. Schicht für Schicht türmten sich diese Laven auf und erreichten eine erhaltene Mächtigkeit von über 1100 Metern. Und genau hier finden wir den entscheidenden geologischen Hinweis. Diese gewaltigen Basaltschichten liegen direkt unter den Gesteinsablagerungen, die von den Gletschern der darauffolgenden globalen Eiszeit, der Sturtischen Vereisung, zurückgelassen wurden. Ein direkter stratigraphischer Beweis, der das Feuer des Vulkans mit dem Eis der Schneeballerde verknüpft. Dank hochpräziser Uran-Blei-Datierungen wissen wir, der Hauptpuls der Eruptionen fand in weniger als 2 Millionen Jahren statt. Und der entscheidende Punkt, die Eruptionen endeten nur etwa 1 Million Jahre, bevor die globale Vereisung begann. Dieser geologisch augenblickliche Übergang ist der rauchende Colt für einen kausalen Zusammenhang. Die Eruptionen setzten zwei Mechanismen in Gang. Erstens, die gewaltigen Basaltflächen verwitterten und zogen über Jahrtausende massiv CO2 aus der Atmosphäre, was zu einer langsamen globalen Abkühlung führte. Zweitens, explosive Eruptionen schleuderten Schwefelaerosole in die Stratosphäre, die das Sonnenlicht blockierten, ein schneller, heftiger Kälteschock.
Dieser doppelte Schlag stieß einen bereits abkühlenden Planeten über den Kipppunkt in eine unkontrollierbare Eis-Albedo-Rückkopplung, die zur Schneeballerde führte. Diese globale Vereisung war nicht nur eine Klimakrise, sie war eine biologische Katastrophe. Der extreme Umweltstress durch die schnelle Abkühlung, die Versauerung der Ozeane und das anschließende Zufrieren des Planeten löste wahrscheinlich das erste große Massenaussterben für eukaryotisches Leben aus. Obwohl der Fossilbericht spärlich ist klar, dass das Leben, das sich damals gerade erst entwickelte, an den Rand der Vernichtung gedrängt wurde. Überleben konnten nur die widerstandsfähigsten Mikroorganismen in wenigen Nischen, nahe hydrothermaler Quellen am Meeresboden oder in unter dem Eis eingeschlossenen Seen. Der Planet war in einen 57 Millionen Jahre andauernden, eisigen Schlaf gefallen. Die sturtische Vereisung dauerte unglaubliche 75 Millionen Jahre an. Eine Zeit, in der die Erde in einen tiefen, eisigen Schlaf verfiel. Die Bedeckung der Erde mit Eis und Schnee sorgte aufgrund der Eis-Albedo-Rückkopplung dafür, dass ein Großteil der Sonnenenergie reflektiert wurde und verhinderte die Wiedererwärmung. Doch wie entkam unser Planet diesem globalen Gefrierschrank? Dafür gibt es mehrere Thesen, die möglicherweise zusammenwirkten. Die primäre Hypothese für das Ende der Schneeballerde ist die langsame, aber stetige Anreicherung von vulkanischem Kohlendioxid in der Atmosphäre. Es war ein langsamer, aber unaufhaltsamer Prozess, der von den gleichen vulkanischen Kräften angetrieben wurde, die die Eiszeit ursprünglich ausgelöst hatten, jedoch mit einer entscheidenden Wendung. Während des Schneeballzustands war die Silikatverwitterung, der natürliche Prozess, der CO2 aus der Atmosphäre entfernt, auf einem eisbedeckten Planeten drastisch reduziert. Vulkanismus, nicht nur die LIPs, sondern der globale Hintergrundvulkanismus an mittelozeanischen Rücken und Hotspots setzte weiterhin CO2 frei. Da es kaum noch Mechanismen gab, dieses Gas zu entfernen, sammelte es sich über Millionen von Jahren in der Atmosphäre an. Die Konzentration erreichte schließlich einen kritischen Schwellenwert, der hoch genug war, um den dominanten Eis-Albedo-Effekt zu überwinden. Dieser Schwellenwert wurde erreicht, als die CO2-Konzentrationen das 350-fache des heutigen Wertes überstiegen haben könnte. Als das Eis einmal zu schmelzen begann, setzte eine positive Rückkopplung ein. Weniger Eis bedeutet weniger Reflexion von Sonnenlicht, was zu weiterer Erwärmung führt und noch mehr Eis zum Schmelzen bringt. Ein katastrophales Abschmelzen war die Folge, das in geologischen Maßstäben unglaublich schnell ablief. Ein geologischer Marker für dieses dramatische Ende sind die Cap Carbonates, dicke Schichten aus Carbonatgestein, die direkt über den glazialen Ablagerungen zu finden sind. Sie entstanden durch die massive Freisetzung von CO2, das im Wasser gelöst wurde, und die anschließende Ausfällung von Carbonaten, als die Ozeane wieder aufwärmten und ihre Chemie sich stabilisierte. Diese Schichten sind ein stiller Zeuge des schockierenden Übergangs von einer globalen Eiswelt zu einem warmen, nährstoffreichen Ozean. Einige Wissenschaftler spekulieren über ergänzende Mechanismen, die den Aufwärmprozess verstärkt haben könnten. Einer davon ist das Auftauen von Methanhydraten. Unter dem Eis und in den gefrorenen Sedimenten der Ozeane könnten riesige Mengen Methan, ein noch potenteres Treibhausgas, angesammelt haben. Ein anfänglicher Anstieg der Temperaturen hätte diese Hydrate destabilisieren und zu einer massiven, schlagartigen Freisetzung von Methan führen können, was den Treibhauseffekt dramatisch verstärkt und das Abschmelzen beschleunigt hätte. Eine weitere Hypothese, wenn auch weniger dominant, ist eine signifikante Veränderung in der Plattentektonik selbst. Eine Periode erhöhter Ozeanbodenspreizung nach der sturtischen Vereisung hätte zu einer verstärkten Freisetzung von CO2 aus dem Erdinneren geführt. Diese tiefen Erdprozesse könnten also nicht nur die Eiszeit eingeleitet, sondern maßgeblich zu ihrer Beendigung beigetragen haben. Schließlich setzten die schmelzenden Gletscher eine gewaltige Menge an Nährstoffen frei, die sie von den Kontinenten abgeschliffen hatten. Diese Düngung löste eine massive Algenblüte aus und führte zu einem nachhaltigen Anstieg des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Die Bühne für komplexes Leben war bereit. Nach den extremen Umwälzungen der Schneeballerde und der anschließenden Blüte komplexen Lebens in den Ozeanen richtete sich die Evolution auf einen neuen, unberührten Lebensraum, die Landmassen. Jahrmillionen waren die Kontinente karg und nackt, dem Wind und der Verwitterung schutzlos ausgeliefert.
Doch in den warmen, feuchten Küstenregionen des Ordoviziums und Silurs, etwa vor 470 Millionen Jahren, begann eine der größten biologischen Revolutionen der Erdgeschichte: die Eroberung des Landes. Die allerersten Pioniere an Land waren vermutlich keine Pflanzen, sondern Flechten, eine robuste Symbiose aus Pilzen und Algen. Sie klammerten sich an das nackte Gestein und begannen mit ihren Säuren die Felsen aufzulösen. Dieser jahrtausendelange Prozess schuf die ersten dünnen Bodenschichten und ebnete den Weg für alles, was folgen sollte. Aufbauend auf dieser Grundlage begann im Ordovizium und Silur die nächste Revolution. Abkömmlinge von Grünalgen wagten den Schritt aus dem Wasser. Sie entwickelten eine Wachsschicht als Verdunstungsschutz und die ersten Leitgefäße, um Wasser und Nährstoffe gegen die Schwerkraft zu transportieren. Dies ermöglichte das Wachstum der ersten Farne und Farnbäume, die im Devon und Karbon die ersten Wälder der Erde bildeten. Diese Pflanzen veränderten den Planeten für immer. Ihre Wurzeln schufen tiefere Böden, ihre Photosynthese reicherte die Atmosphäre mit Sauerstoff an und ihre Biomasse regulierte das Klima. Die Franklin-Eruptionen waren eine Kette von Ereignissen, die unseren Planeten an den Abgrund und zurückbrachten. Eine geologische Katastrophe führte zur ersten globalen biologischen Krise, die wiederum die Bedingungen für die Sauerstoffanreicherung und die Eroberung der Kontinente schuf. Sie ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie eng Geologie, Klima und Leben miteinander verknüpft sind und wie aus Zerstörung die Grundlage für eine neue, komplexere Welt entstehen kann. Und diese Geschichte wird ständig weitergeschrieben. Die hier präsentierten Erkenntnisse spiegeln den Stand der Forschung im Jahr 2025 wider. Doch die Geologie ist eine lebendige Wissenschaft. Mit jeder neuen Bohrung, jeder verbesserten Datierungsmethode und jedem neuen Klimamodell werden wir die Puzzleteile dieses dramatischen Kapitels unserer Erdgeschichte noch genauer zusammensetzen. Einige der größten ungelösten Fragen sind weiterhin das genaue ursprüngliche Volumen der Eruptionen und wie genau das Leben in den extremsten Phasen der Vereisung überdauern konnte. Wenn euch diese Reise in die tiefe Vergangenheit gefallen hat und ihr keine weiteren Expeditionen zu den größten Katastrophen und Wendepunkten der Erdgeschichte verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und jetzt seid ihr gefragt. Welches Rätsel der Franklin-Eruptionen oder der Schneeballerde fasziniert euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Gedanken.